Herzlich willkommen in dem Video. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Auf dem Weg zur MotoGP. Zum allerersten Mal in meinem Motorradfahrerleben gehe ich auf die MotoGP. Deshalb ganz großen Dank an die Lena. Ihr könnt es sich erinnern. So, geht das? Ja, das geht. Wir versuchen das nämlich heute mal breitbildmäßig. Und an Nolan Deutschland, die es möglich gemacht haben. Und ich habe jetzt noch so gut 1,5 Stunden. Und dann schauen wir mal weiter. Also wie ihr seht hier, das ist ein absolut geräumiges Kfz, in dem ich heute Nacht schlafen muss. Wird spannend, ich nehme euch mit, ihr seht alle schmutzigen Details. Oh, ich hab Bock. Bis später. So, angekommen. Ich würde mal sagen, es sieht doch ganz okay aus, ne? So, kann halbwegs ausgeschickt drin liegen. Ich habe sogar eine Lampe hier. Vorne kann ich zeigen, habe ich abgedeckt mit so einer Silberfolie. Sieht gut aus, wird eine entspannte Nacht. Mit dem Bus Flix aufs Gelände. Da bin ich dann auch irgendwie ohne Karte reingekommen. Die hatte ja die Lena. Und die zu finden bei über 230.000 Besuchern, die übers Wochenende dort waren, war gar nicht so einfach. Aber jeden Assi lassen. Achso, du machst ein Video. Ja, das war ein Video. Achso, das war ein Video oder ist noch ein Video? Das ist noch ein Video. Ah, das ist toll, ja. Hi. Wir haben uns auch direkt mal an die Strecke gestellt. Es lief gerade das Qualifying 1 und ich muss zugeben, ich hatte ein wenig feuchte Augen, weil ich das schon so lange erleben wollte. Für unsere ersten Aufnahmen haben wir dann die X-Lite Terrasse benutzt. Dann haben wir es kurz was zwischen die Zähne geschoben. Später kam auch noch der aktuell verletzte Alex Rins vorbei für eine Autogrammstunde. Und dann haben wir die Zeit einfach noch ein bisschen genossen in der Beach Area, bevor es dann langsam aufging Richtung Ankerberg. Bist du bereit für den Ankerberg? Ich denke, ich bin bereit, ja. Wie oft warst du auf der MotoGP? Insgesamt 3-mal. Okay. Wie oft war ich auf dem Ankerberg? 0. Noch gar nicht. Weil Angst? Weil wahrscheinlich Erzählungen, der Ruf und das Publikum mich jetzt nicht so ganz ansprechen, aber wir geben uns das heute mal. Sieht schön gut aus hier. Naja, das war echt einfach. So ein Feuerwerk, Flakkanon. Geil. Ja, ist anders. Es ist anders. Also kann man machen, muss man auch noch ordentlich. Also es war auf jeden Fall, also sehenswert auf jeden Fall. Ja. Man muss sich das mal geben. Ich würde da nicht ohne männliche Begleitung hingehen. Ja, also ich bin froh, dass ich Begleitung hatte. Ohne auf gar keinen Fall. 0. Ich würde auch nicht ohne Begleitung hingehen. Ja, war interessant. Und wir wissen nicht, wer jetzt eher gegafft hat. Wir oder die uns. Wir auf die. Aber ist okay, die wollen das. Dann dürfen wir die angucken. Also wir wurden jetzt gerade nochmal fotografiert. Lena wurde fotografiert. Ich glaube, mit mir hatten die nichts zu tun. Die waren 14. Die wollten dich mit drauf haben, mein Freund. Ja, aber die dachten... Die wussten gar nicht, wer wir sind. Genau. Und wollten einfach nur YouTuber auf dem Foto haben. Weil wir eine scheiß Kamera in der Hand haben. Eigentlich auch richtig Wir cool, sehen ne? wichtig aus. Ja, deswegen wollten sie ein Foto von uns. So, also abschließend zu sagen, Fazit unserer Nummer. Man muss gesehen haben. Ja. Es ist wie ein Zoo, der okay ist, weil die Tiere wieder freigelassen werden. Nicht so abwertend bitte. Aber gut, die Leute geben sich das ja freiwillig, muss man dazu sagen. Wir haben es uns einfach mal gegeben, das war es auf jeden Fall wert, aber ich müsste da jetzt nicht den ganzen Abend verbringen. Nein, wir gehen jetzt zurück in die sichere Nolan Beach Area, ja. Genau. Das passt. So viele Eindrücke zum Verarbeiten. Ich war am Abend echt müde. Wir haben noch 1, 2, 3 Bierchen getrunken und dann war es das eigentlich schon für den Samstag. Jo, guten Morgen. Ja, so direkt aus dem Bett. In YouTube hatte ich auch noch nicht. Jep, und dabei belassen wir es dann auch. Die Nacht war kurz, ich stammel nur noch komisches Zeug in dem Video, will eh keiner sehen, also zurück aufs Gelände. Endlich Race Day bei brutalen 35 Grad Celsius. Die Menschenmenge war nochmal auf einem anderen Level, aber man muss echt sagen,
Mit der Nolan Beach Bar hatten wir echt unseren Safe Haven mit dem stabilsten Türsteher, allein schon optisch. Und natürlich nicht zu vergessen mit noch mehr richtig geil gekochten Essen. Obwohl wir einen echt guten Spot hatten, von dem wir fast das ganze Omega sehen konnten, rein um das Geschehen zu verfolgen, ist es zu Hause vom TV einfach besser. Das ging zwar dann auch auf dem Smartphone ganz okay, bis es halt überhitzt ist. Aber der perfekte Überblick über das Renngeschehen ist jetzt auch nicht irgendwas, was das Resümee in irgendeiner Form trüben würde. Fazit MotoGP. MotoGP ist laut, heiß und geil. Und vor allem die erste GP ist wahrscheinlich die beste. Ich schaue gerade auf die Kurve, wo ich zum ersten Mal die Bikes gesehen habe im Qualifying und so ein bisschen Pipi in den Augen hatte, weil ich einfach so gerührt war und das endlich mal live zu sehen. Und deshalb an der Stelle wirklich mal ganz, ganz vielen Dank an Lena, an Björn von Nolan, an Nolan überhaupt, die so einen geilen Stand hatten. Also hier war einfach jeder abends, ne, weil es halt die Beachbar war, die am längsten, am lautesten, am härtesten gefeiert hat. Super chillige Atmosphäre, extrem gutes Essen. Ich weiß nicht, ob es nur vegetarisch war oder ob es auch alles vegan war, aber es war mindestens alles vegetarisch. Wirklich lecker und Chefin und Chef den ganzen Tag gekocht. Das sieht man nicht oft und sagt viel über die Leute aus und hat auch wirklich einfach total gut geschmeckt. Und ansonsten, wie gesagt, MotoGP ist heftig. Die Lautstärke, die Schräglagen, die man sonst so sieht, wo man sagt, okay, ja, ich sehe schon, die fahren 60 Grad und so. Ja, wenn man mal sieht, wie die in die Kurven reinhalten, das ist schon anders. Das ist wirklich anders. Also ich würde wirklich sehr gerne wiederkommen nächstes Jahr. Am besten noch einen Tag länger, einfach um dieses Festivalgefühl noch aufzusaugen, was hier sonst los ist. Es ist halt wie ein riesen Volksfest mit Motorrädern. Teilweise für viele als Nebensache wohl, aber es ist ein richtig krasses, großes Volksfest, hat richtig Bock gemacht. Ich komme sehr, sehr gern wieder und es war schön. Nochmal danke und ansonsten bis zum nächsten Video.